der Spinner. Hallo! Full Irish Experience, bitte. Rein mit dir, Alter, es regnet. Also meine persönliche Reiseempfehlung für Irland, für Motorradfahrer, fahrt mit dem Auto. Ich für mich habe gerade aktuell festgestellt, Sardinien ist das bessere Irland. Packt euch auf jeden Fall warme Sachen ein, Merino-Unterwäsche, Funktionsunterwäsche, warme, dicke Socken. Freundin hat es tatsächlich auch erwischt, sie war krank nach 2 Wochen. Die Iren sind alle absolut heftig unterwegs. Was wir wirklich auch oft gesehen haben, war einfach Flipflops, Barfuß, kurze Hose. Hallo und herzlich willkommen zu dem nächsten Video in Folge. Ich glaube, ich bin bald vollkommen durch und dann werden die Videos noch geschnitten. Diesmal geht es darum, wie ist das Wetter in Irland im August? Und gerade habe ich das Video gedreht, wie ist das Wetter in Sardinien im Mai. Dort war es kalt und ich kann euch sagen, in Irland im August war es auch verdammt kalt. Also bei uns haben echt viele Faktoren mitgespielt und wir wussten ja schon, in Irland wird es kalt, aber es war in Irland noch kälter. Faktor 1 war wirklich der Wind vom Atlantik, der kontinuierlich reinkommt. Und ich würde sagen, die anderen Faktoren kommen danach, aber bei 11 Grad Regen kann sich jeder vorstellen, dass so ein eiskalter Wind vom Atlantik das Ding noch abkühlt, dass du wirklich denkst, es ist absolut eiskalt. Und wir waren auch sehr gut vorbereitet. Also der Wind vom Atlantik macht wirklich einfach nochmal, wie beim Skifahren. Ich glaube, wenn es da um die 0 Grad hat und dann kommt 50 km/h Wind, ist es einfach so wie minus 30 Grad oder minus 40 Grad. Da gibt es so eine Statistik. Deshalb, da ist es einfach eiskalt und so ist das quasi auch, wenn es 10, 11 Grad hat und dann kühlt das einfach extrem ab und da hilft tatsächlich wenig. Wahrscheinlich so ein echt toller Windbreaker zwischen noch, aber bei uns, also es hat nichts geholfen. Wir sind wirklich spazieren gegangen mit Windjacke, so ein absoluter Windbreaker, der eigentlich bei uns alles durchgestanden hat über die letzten 12 Jahre, allen Abenteuern. Und dann darunter hast du noch einen Merino-Shirt an. Der Wind bläst einfach durch diese 3 Schichten durch, dass es einfach kalt bei dir ankommt. Sehr ungemütlich. Genau, dann der Regen. Das ist ganz spannend. Der Regen an sich ist in Irland unserer Meinung nach nicht das Problem. Ja, es hat 430% des Durchschnitts geregnet des Jahres davor. Und ja, es hat 270% des Durchschnitts der aller Jahre geregnet. Aber der Regen ist in der Regel so eine Art leichter Landregen und wir haben das echt festgestellt, so wie hier, so richtig dicke Tropfen, die einfach alles sofort nass machen, das gibt es eigentlich nicht so. Manchmal gibt es ein richtiges Unwetter, aber zu 80-90% ist es so ein kontinuierlicher leichter Landregen, der nicht so schlimm ist, sogar quasi, wenn du so eine Wanderhose hast, die nicht wirklich atmungsaktiv, aber so eine Art Synthetikmaterial ist, mit der gehst du spazieren und oben hast du eine Regenjacke, dann ist das. Du siehst auf der Regenjacke die Perlen und auch die Hose wird feucht, aber kontinuierlich geht so viel Wind, dass die Hose eigentlich trocken bleibt und oben halt der Regen so runterrinnt. Aber das ist so ein komischer Zwischenzustand. Aber ja, der Regen macht Kälte. Und deshalb habe ich mir auch wieder hinter die Ohren geschrieben, immer unbedingt die Regenmontur einpacken, weil die Regenmontur schützt zu einem gewissen Teil vor Wind. Die Regenmontur isoliert zu einem gewissen Teil und macht es einfach wärmer drinnen, auch wenn es nicht regnet. Und die Regenmontur hilft auch quasi, dass diese Nässe, die auch nochmal Kälte, also ja, eine Regenmontur wird nicht nass, aber das Zeug war halt 8 Stunden durchgehend im Regen und irgendwann ist alles durch. Dann ist es an gewissen Stellen quasi feucht geworden und dann kommt über die Feuchtigkeit auch die Kälte nach innen, nochmal zusätzlich. Und auch einfach, auch wenn es noch dicht war, der Regen bringt Kälte in die Kleidung und durch diese Kälte wird es nochmal ungemütlicher. Das heißt, ja, ich habe mir hinter die Ohren geschrieben, Regenmontur einfach immer einpacken. Es schadet nicht, besonders bei so langen Abenteuern, wo du damit rechnen musst, dass es einfach wirklich tagelang regnet. Super gemütlich. Ich hatte natürlich keiner dabei. Ich habe es trotzdem überstanden. Ich will auf jeden Fall ein Video machen von der Polo Hose, die ich da habe aus Sympatex-Material, ist der Hammer, hat echt nicht die Welt gekostet und war absolut dicht. Also bleibt auf jeden Fall dem Kanal treu, lasst auf jeden Fall ein Abo da, wenn ihr das Video nicht verpassen wollt und wenn euch das Video gefallen hat, ein Like. Also die Hose ist wirklich durchgehend trocken geblieben. Meine Alpine Stars Jacke, die hat wirklich so Schwachstellen hier in der Armbeuge und egal, ob ich sie 1- oder zweimal ansprühe, sie lasst irgendwann dann die Feuchtigkeit durch, aber die Hose hat perfekt abgeliefert, war dicht und warm. Genau, also Regen bringt Kälte. Und dann, was eben allgemein mit dem Wetter in Irland komisch war,
Wenn die Sonne rauskommt, ist es affenheiß. Also Iren sowieso kurze Hose, kurzes Shirt, bauchfrei Mädels haben wir laufen gesehen bei 3 Minuten Sonnenschein. Und ja, gefühlt kannst du 5 Jahreszeiten. Ja, es gibt nur 4, aber in Irland kann man die 5. noch erfinden. Genau, also du kannst alle Jahreszeiten innerhalb von 30 Minuten, klassisches irisches Sprichwort, erleben. Und es ist der Wahnsinn. Es ist 3 Minuten Weltuntergang, es ist 5 Minuten Sonnenschein, es kommt Wind, es ist eiskalt, es ist wieder trocken, es kommt Nebelreißen, alles konstant. Also ja, darauf muss man vorbereitet sein. Also kein Witz, von einem gesamten Monat, sagen wir von 30 Tagen Irland, hatten wir wahrscheinlich 5 Tage trocken, schön, durchgehend. Einigermaßen so, wenn man sagt, okay, was ja okay ist, aber es ist halt Hardcore, weil das heißt, du hast einfach 25 Tage Regen. Genau, dafür haben wir das echt grandios weggesteckt. Die Videoserie startet wahrscheinlich den Herbst 2024, falls ihr das mal später schaut. Es gibt auf jeden Fall eine Playlist auf meinem Kanal, wo ihr die Videoserie dann verfolgen könnt. Es ist ein wunderschönes Land und wir haben echt festgestellt, das Grün kommt erst richtig raus, wenn du die Sonne hast. Dann kommt die Kräftigkeit des Grüns raus und das alles grün ist. Das macht das alles nochmal ganz anders, das Licht-Schattenspiel. Wenn ihr immer nur Regen habt, kann man das nicht ganz so genießen und das Grün ist auch nicht so kräftig. Also wir hatten auch Campingsachen mitgenommen, aber aufgrund des kontinuierlichen Regens haben wir wirklich keine einzige Nacht in Irland gecampt. Das heißt, wir haben 30 Tage Campingsachen aufs Motorrad montiert und wieder abmontiert und haben sie nie benutzt. Also wirklich, wir wollten eigentlich einfach aus Freude am Draußensein in Irland campen, weil es halt wunderschön ist. Und haben uns wirklich auch intensiv vorbereitet, haben uns noch neue Schlafsäcke gekauft, die bei Temperaturen in der Nacht soll es wirklich kalt werden, eben auch unter 10 Grad. Aber ja, bei dem Regen haben wir es einfach, es war immer nass, es hat auch das Aufbauen und alles immer im Nass, das Abbauen immer im Nassen. Wir haben einfach wirklich kontinuierlich, also Nacht für Nacht Bed and Breakfast und andere Unterkünfte gebucht und das hat uns sehr geholfen. Alexa, erinnere mich in einer Stunde, Video über Irland und Bed and Breakfast machen. Also überlegt euch das vielleicht dreimal, ob ihr Campingsachen mitnehmen wollt. Ich für mich habe entschieden, wenn man in eine Region fährt, wo die Regenwahrscheinlichkeit so hoch ist und man nicht richtig auf Attacke und Adventure unterwegs ist, sondern auch ein bisschen Urlaub machen will, dann lohnt sich das nicht. Ich würde auch wirklich sagen, wenn wir dann nochmal hochfahren, dann wahrscheinlich mit einem Auto, mit einem Mietwagen, mit was auch immer. Wir gehen ein bisschen wandern und wenn es regnet, ist es uns egal, weil wir haben ein Dach über den Kopf. Also ich werde diesen Adventure-Geist mit Zielen, wo einfach die Regenwahrscheinlichkeit ist, habe ich, sagen wir mal, nach Irland deutlich überdacht. Auch wenn Leute sagen Schottland, ich habe jetzt schon so viele Leute gehört, ich war 2 Wochen in Schottland, es hat täglich geregnet. Ich war 10 Tage in Schottland, es hat täglich geregnet. Ich war die ganze Zeit in Schottland, wenn es nicht geregnet hat, waren da Milliarden von Mücken und die haben uns die Hölle auf Erden bereitet. Also wirklich ganz üble Themen und deshalb Schottland ist bei mir gestrichen worden. Auch Schweden muss ich überlegen, ich weiß nicht, schreibt es mir gerne, gibt es in Schweden viele Berge? Ich weiß es noch nicht, aber ich habe mir gedacht, Schweden kann ich noch mal streichen, weil es gibt keine Berge. Norwegen soll super geil sein, auch mit bergigen Kurven und den Fjorden. Ich würde sagen, Norwegen kann man nochmal attackieren. Vielleicht aber auch allein als Adventure-Geist. Ja, bei uns war wirklich auch das Problem, die Freundin, die sitzt halt bei mir hinten drauf, permanent und sie hat halt gar keine Bewegung. Ich fahre wenigstens, ich mache Kurve, 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 Gas, Bremse, irgendwie Interaktion mit dem Körper. Aber wenn du halt hinten drauf sitzt, es hat 11 Grad, es regnet, ja, du kannst ein bisschen Landschaft genießen, aber bei 8 Stunden pro Tag ist es einfach ungeil, kann man so sagen. Und es wird dann kalt. Die Freundin hat es tatsächlich auch erwischt. Sie war krank nach 2 Wochen, irgendwie 3 Tage. Es war richtig gut, weil 3 Tage Fieber und dann einfach wieder gesund. Und wir waren super happy, dass sie das geschafft hat. Genau, das Moped ist noch zusammengebrochen, eine Woche abgeschleppt worden. Wir hatten einen Mietwagen als Ersatz und wir haben eben erkannt, im Mietwagen ist das ein ganz anderes Ding, weil wenn es draußen regnet und du hast drinnen gute Musik und drehst die Klimaanlage auf, dann gehst du kurz raus, machst ein paar Fotos, Sightseeing-mäßig, yeah, cool, bist happy, egal, Windjacke, Regenjacke, Regen, alles egal, du steigst wieder ins Auto, es ist wieder warm, gute Musik, gute Stimmung. Es ist einfach wirklich ganz gemütlich. Also meine persönliche Reiseempfehlung für Irland, für Motorradfahrer, fahrt mit dem Auto oder seid aufs Härteste vorbereitet. Der Spinner. Hallo! Full Irish Experience, bitte! Rein mit dir, Alter, es regnet! Oh. Ich glaube wirklich, es ist ein tolles Reiseziel, aber ich würde auch denken, wahrscheinlich der Klimawandel macht dann noch einen Strich durch die Rechnung, dass das Wetter vielleicht extremer wird als davor, weil es war ja, glaube ich, der schlechteste Sommer seit 20, 30 Jahren. Dementsprechend einfach wirklich übel gelaufen für uns. Davor, ein Jahr davor, wir waren jetzt 2020
23. Wir wollten eigentlich 22 fahren, da ist uns was dazwischen gekommen, aber 22 war wohl einer der besten Sommer seit langem, irgendwie mit super wenig Niederschlag und alles traumhaft. Ja, man kann Glück haben, muss aber nicht. Also ja, das war das. Deshalb packt euch auf jeden Fall warme Sachen ein, Merino-Unterwäsche, Funktionsunterwäsche, warme, dicke Socken. Die Unterkünfte waren meistens beheizt, aber fragt sonst auch nach, hey, habt ihr eine Heizung, ist es warm, ist die Heizung eingeschalten? Wir waren auch mal in Unterkünften, wo quasi bei Ankunft die Heizung aus war, dann drehst du sie auf. Wenn du nur eine Nacht dort bist, ist es quasi warm. Wenn du gehst, bringt dir gar nichts, weil oft in der Nacht regeln sie runter. Wenn du am Abend kommst, heizt es nicht mehr wirklich. Wenn du bei Unterkünften 2, 3 Nächte bist, lohnt sich's. Manche waren auch nett und haben die Heizung vorher eingeschalten, aber das ist so ein Ding, kannst du auch nicht mit Sicherheit haben. Und dann bist du halt vielleicht in der Unterkunft, es ist kalt. Für mich war die Lösung Alkohol. Jawohl, das gute irische Bier. 4 Bier, 18 Euro im Supermarkt. Ganz ein anderes Thema. Aber ja, man muss sich ja irgendwie über die Runden retten. Genau, und so haben wir das gemacht am Abend. Einfach ein bisschen Alkohol, ein bisschen den Geist, den Spirit am Leben halten, indem man innere Wärme produziert. Was, glaube ich, auch auf jeden Fall zu empfehlen ist, ist eine Regenhose und eine Regenjacke natürlich zum Spazieren, zum Wandern, für draußen. Die Iren sind alle absolut heftig unterwegs. Was wir wirklich auch oft gesehen haben, war einfach Flipflops, Barfuß, kurze Hose und herum vielleicht so eine Wind- oder eine Regenjacke. Das heißt, die haben scheinbar echt geschafft, ihre Beine komplett zu extrahieren von der Kältewahrnehmung und äußeren Einflüssen. Wir haben auch wirklich gesehen, es war eiskalt, kalter Wind, die Iren gehen Radfahren. Wir haben sie gesehen auf Fähren, auf Bergpässen. Er hat wirklich einfach eine kurze Radhose an, oben wieder so eine Windjacke. Einfach, du siehst, der ganze untere Körper ist komplett nass. Er müsste einfach zittern und irgendwie in einen Schockzustand verfallen, aber nein. Er steht entweder komplett relaxed auf der Fähre und wartet auf die 30 Minuten Überfahrt auf die andere Seite, oder er fährt in der Gruppe irgendwie auf den Berg oder fährt allein auf den Berg. Der Wind, es kümmert ihn alles nicht. Es ist mal wirklich schlimmer Regen, sie gehen laufen. Also sie haben das auf jeden Fall im Blut und sie ziehen das richtig durch, was absolut respektabel ist. Es hat für uns auf jeden Fall ein bisschen andere Menschen gemacht und uns ein bisschen auch die Härte näher gebracht. Aber wir haben wirklich sehr viele Iren getroffen und die haben einfach gesagt, hey, ihr findet Irland geil? Können wir nicht verstehen. Es ist die ganze Zeit Scheißwetter und es ist die ganze Zeit hässlich. War wirklich, wirklich super lustig, solche Gespräche zu führen. Gefällt euch Irland? Ja, kann ich nicht verstehen. Deshalb, also wir haben auf jeden Fall uns viel abgeschaut von den Iren und einfach nochmal gesehen, hey, wie gut haben wir es eigentlich mit dem Wetter, wie oft ist es schön, und die ziehen einfach vollkommen durch, egal welches Wetter ist. Das ist wirklich, wirklich sehr respektabel. Resümee nochmal, Wind, wetterfeste Kleidung, vielleicht Camping, rationalisieren, und was ich für mich auch noch gesagt habe, war, 4 Wochen ist eine lange Zeit, besonders mit dem Moped. Vielleicht einfach 10 Tage quer über die Insel fahren, ein paar Spots anschauen und sagen, habe ich gesehen, und einfach durchfahren. Und ja, wenn es regnet, ist es relativ egal, weil du hast das Ziel, du hast die Unterkunft, du fährst weg und du weißt, du bist wieder weg. Bei uns muss man auf jeden Fall sagen, wir haben wirklich noch 2, 3 Wochen überlegt, einfach so sagen, hey, scheiß drauf, wir hauen hier einfach ab, weil es hat hier einfach nur Pisswetter. Wir fahren einfach nach Nordfrankreich. Da ist einfach wunderschöner Sandstrand und es ist traumhaft. Aber ja, wir sind wirklich beim Plan geblieben. Wir haben es durchgezogen und sind wieder zurückgefahren. Aber einfach ein verrücktes Monat. Also freut euch auf die Videos. Die sind bestimmt grandios. Ich sage, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr nach Irland fahrt oder schon dort wart, schreibt es gerne in die Kommentare. Falls ihr auch 2023 in Irland wart, schreibt es gerne, wie ihr so diese Zeit im Juli gut über die Runden gebracht habt. Genau, wenn ihr nach Irland fahrt, ich hoffe, das Video hilft euch auf jeden Fall. Wahrscheinlich habt ihr es schon alles gewusst, aber vielleicht ist es nochmal gut zu hören, es richtig zu unterstreichen. Es kann auch wirklich hässlich sein. Genießt auf jeden Fall die Zeit dort. Es ist wunderschön. Ich für mich habe gerade aktuell festgestellt, Sardinien ist das bessere Irland. Wieso? Die Berge sind auch grün, weil sie alle relativ tief sind. Jetzt Sardinien im Mai ist einfach traumhaft. Es ist warm. Es ist trotzdem kalt morgens und abends. Das heißt, man hat so ein bisschen was von Irland, aber es ist eigentlich warm. In der Sonne ist es geil. Du kannst auch am Strand liegen. Es hat wahnsinnig schöne Sandstrände. Es hat Gebirge wie die Dolomiten. Also ja, ich bleibe hier so stehen mit Sardinien ist das bessere Irland. Ride out, ride safe. Bis bald. Tschüss. Like und Abo nicht vergessen.